Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal Panama, Visa und Invest. Mein Name ist Klaus Happ und bevor wir mit unserem Panama-Geschäft gestartet haben, war ich selbst 23 Jahre Banker am Kapitalmarkt. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit Matthias sprechen zu können, den ich seit vielen Jahren kenne und der mit seinem Team die Bereiche Vermögensverwaltung und Vermögensberatung in Panama betreut. Hallo Matthias. Hallo Klaus, herzlich willkommen bei uns und ich freue mich, dir ein bisschen Einblicke über unsere Arbeit geben zu können. Super, das freut mich auch, denn wir sind der Marktführer für das deutschsprachige Europa für die Themen Immobilieninvestments, Aufenthaltsgenehmigung und Bankkonto in Panama. Aber die klassischen Banken in Panama bieten keinen Service der Vermögensberatung an, sondern klassische Bankkonten für den Zahlungsverkehr, Kreditkarten. Deswegen umso schöner, mit dir heute über euren Service sprechen zu können. Und Matthias, unsere Kunden, entweder sie bereiten ihren Plan B in Panama vor, das sind Kunden aus der Dachregion, aus Deutschland, Österreich und Schweiz, das heißt, sind die Plan B-Menschen, oder sie wandern direkt aus. Von daher die Frage an dich, was macht Panama als Standort eigentlich wirtschaftlich so attraktiv für die Investoren? Nun, ich bin mittlerweile mit meiner Familie schon 13 Jahre hier. Und für uns war es ausschlaggebend, dass es hier eine Auswahl von internationalen Schulen gibt, deren Abschluss weltweit anerkannt wird. Und wir haben in diesen letzten 13 Jahren eine enorme wirtschaftliche Entwicklung gesehen, unterstützt durch eine stabile politische Lage und enorme Infrastrukturprojekte, wie den Kanal zum Beispiel, oder beziehungsweise die neuen Schleusen des Kanals. Und durch die Kreuzung von Süd- und Nordamerika und den Kanal ist es für viele Unternehmen ein sehr interessanter Stützpunkt für ihre internationalen Unternehmen. Und es ist relativ einfach, ein sehr geringer bürokratischer Aufwand, hier Konten zu eröffnen, beziehungsweise Firmen zu eröffnen. Und das macht es sehr interessant für multi-internationale Unternehmen. Und für unsere Kunden auch wichtig, ich war ja früher selber Banker, 23 Jahre, habe vermögende Kunden am Kapitalmarkt betreut. Die Währung der US-Dollar ist aus meiner Sicht noch ein großer Vorteil für Investoren. Das zeichnet Panama nochmal aus. Matthias, woher kommen eure Kunden? Betreut ihr schon deutschsprachige Kunden? Denn unsere Kunden sind in der Regel aus der Dachregion, also aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich habe deutschsprachige Partneranwälte, muttersprachlich Deutsch. Von daher versuchen wir unseren deutschsprachigen Kunden in Panama, wenn das möglich ist, auf Deutsch weiterzuhelfen, weil das einfach hilft. Von daher, woher kommen eure Kunden und betreut ihr schon deutschsprachige? Da gebe ich dir absolut recht. Durch unsere Erfahrung und frühere Tätigkeit in deutschsprachigen Banken, also in der Schweiz und in Deutschland, haben wir natürlich Erfahrung mit deutschsprachigen Kunden. Und in den Regionen, wo wir tätig sind, also unsere Kunden kommen hauptsächlich aus Panama, Kolumbien und Zentralamerika, haben wir dort auch mit deutschsprachigen Kunden zu tun, die entweder hierher ausgewandert sind oder schon in zweiter oder dritter Generation in Panama leben oder in den entsprechenden Ländern leben. Wichtiger Punkt noch, oder der wichtigste eigentlich für mich, welchen Vorteil haben Kunden eigentlich bei euch? Das heißt, was bietet ihr euren Kunden als Dienstleistung an? Was zeichnet euch aus? Der größte Vorteil, den ich sehe, ist, dass wir wirklich für den Kunden arbeiten und nicht für eine Bank. Das gibt uns einen enormen Spielraum in dem Anlageuniversum, was wir dem Kunden anbieten können. Und dort sind wir an keine Zwänge der Banken gebunden, sondern können wirklich maßgeschneiderte Lösungen in unseren Anlagevorschlägen bieten. Das macht es sehr interessant, denn der Kunde hat auch eine wesentlich persönlichere Betreuung bei uns, da wir nicht wie in einer Bank 100 Kunden betreuen, sondern eine ausgewählte Anzahl von Kunden, maximal vielleicht 30 Kunden. Und somit hat man dann doch die Möglichkeit, täglich sich die Portfolios anzuschauen und auf Marktsituationen schnell zu reagieren. Und hinzu kommt ist, dass wir bei den Banken auch schon entsprechende Volumen betreuen, wo wir grundsätzlich bessere Konditionen für die Kunden aushandeln können, als wenn der Kunde alleine zur Bank gehen würde. Also von der Gebührenseite her ein Vorteil für den Kunden. Richtig, absolut.
Welche Dienstleistungen bietet ihr an? Weil bei uns, als ich früher Banker war, wir haben in der Regel immer unterschieden zwischen Vermögensverwaltung und Vermögensberatung. Das sind auch zwei Themen, die ihr anbietet, oder konzentriert ihr euch auf eines der beiden? Die Banken, mit denen wir arbeiten, bieten eigentlich auch eine Vermögensverwaltung an, aber wenn der Kunde das möchte, können wir das auch machen. Und da gibt es eben verschiedene Anlagekriterien oder Risikogruppen, wo der Kunde sich am besten wohlfühlt, was man dort machen kann. Aber es zeichnet uns ja eigentlich aus, dass wir entsprechend auf den Kunden einen Anlagevorschlag ausarbeiten. Und da können wir eben auf ein Universum zurückgreifen. Wir bekommen von allen Banken entsprechend die Analystenmeinungen, haben einen Bloomberg und haben so natürlich einen sehr, sehr vielseitigen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung und auf die Aktienmärkte und können so entsprechend den Kunden gut betreuen. Ab welchem Anlagevolumen beginnt ihr? Weil das ist immer eine wichtige Frage, was für mich früher in meiner alten Zeit auch. Ab wann geht es bei euch los? Das ist also auch immer ein interessantes Thema. Speziell die Schweizer Banken, die legen da also deutlich Wert auf ein größeres Anlagevolumen, weil es doch auch einen entsprechenden Aufwand betrifft. Die fangen dort ab 500.000 US-Dollar an und möchten sich in der Regel bis zu 1 Million entwickeln. In Deutschland haben wir da etwas mehr Spielraum und speziell hier in Panama auch mit der Bank, mit der wir arbeiten, können schon Konten ab 300.000 eröffnet werden. Auch für mich nochmal und für unsere Kunden, um das ein bisschen einzuordnen, ihr seid selbstständiger Vermögensberater sozusagen mit eurer Firma, in der du aktiv bist, mit eurem Team. Und ihr entwickelt Anlagevorschläge mit den Kunden gemeinsam nach deren Risikoprofil und den Wünschen. Und dazu muss das Geld ja dann irgendwo in einer Depotbank sozusagen verwahrt werden. Das heißt, mit welchen Banken, Depotbanken arbeitet ihr zusammen? Wo liegt das Geld und warum habt ihr euch für diese Banken und für diese Location entschieden? Ja, das ist eine gute Frage. Wir arbeiten in der Schweiz mit der Julius Baer und der EFG zusammen. Die Schweiz, obwohl es das Bankgeheimnis ja in dem Sinne nicht mehr gibt, gibt uns die Schweiz doch eine sehr große Sicherheit in der Abwicklung der Geschäfte und auch was die Persönlichkeit des Anlegers betrifft. Und darum haben wir uns speziell für diese Banken und die Schweiz entschieden. In Deutschland arbeiten wir mit der UBS Europe. In Deutschland ist der große Vorteil, dass gerade ein hohes Cashvolumen dort abgesichert ist durch den Einlagensicherungsfonds. Das ist speziell in unsicheren Zeiten wie jetzt durchaus sehr wichtig. Und in Deutschland kann man auch einen Vertrag zugunsten Dritter machen, was wie eine kleine Stiftung funktioniert und deutlich weniger Kosten hat. Und dann arbeiten wir in den USA mit Pershing, das ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Und bei Pershing ist speziell der Vorteil, dass wir dort ein Brokerage-Konto einrichten können für Kunden, die sehr viel am Aktienmarkt kaufen und verkaufen. Und somit können wir dort auch entsprechend Kosten für den Kunden einsparen. Also sind auch wirklich verschiedene Arten von Kunden, also ob das jetzt Trader sind oder eher strategisch orientierte Kunden. Jetzt haben wir eher über den Bereich Kapitalmarkt und Vermögensberatung und Depotbanken gesprochen. Wir haben über die Einstiegsgrößen gesprochen. Was bietet ihr darüber hinaus an? Weil ich weiß, dass ihr auch im Bereich Family Office und so weiter unterwegs seid. Was bietet ihr noch an über das klassische Vermögensberatungsgeschäft? Wir arbeiten quasi wie ein Family Office und bieten dementsprechend auch den Kunden speziell über unsere Freunde von Morgan & Morgan. Das ist eine sehr, sehr große Anwaltskanzlei hier in Panama, mit denen wir also Strukturen anbieten können, was also Trusts und Foundations und auch Firmengründungen betrifft. Und dementsprechend buchen wir auch Konten dort bei der MMG Bank. Die haben also ihre eigene Bank. Und darüber hinaus helfen wir natürlich bei der Nachfolgeregelung, Vermögenserbfolge und helfen auch bei Beratungen, was Immobilien betrifft und dergleichen, wo wir dann also auch Kontakt mit dir aufnehmen. Dann vielen Dank, Matthias, für die wertvollen Einblicke in das, was ihr im Bereich der Vermögensberatung in Panama macht.
Sehr gerne. Vielen Dank für deinen Besuch und es hat mich gefreut, so ein bisschen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben zu Ja, können. und wir kennen uns ja auch schon sehr lange, von daher ganz lieben Dank dafür. Von daher für unsere Kunden, für den Bereich Plan B nach Panama, ein Auswandern nach Panama, glaube ich, eine super Ergänzung, was Matthias mit seinem Team in Panama anbietet und das Ganze auch noch auf Deutsch, was eine große Hilfe ist. Von daher kommt super gerne auf mich zu, wenn ihr Interesse an diesem Thema von heute habt, mit Matthias, oder auch an all den anderen Themen, die wir für unsere deutschsprachigen Kunden anbieten. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine neuen Folgen mit interessanten Themen zu dem Bereich Panama, Visa und Invest zu verpassen. Alles Gute und bis bald. Tschüss.